Hier seht ihr schon mein Auto für den heutigen Tag, wie man gleich auf den ersten Blick erkennen kann, rein elektrisch. Und zwar ist es der E-Citan von Mercedes-Benz-Vans. In der Version des Kastenwagens wird es natürlich auch als Tourer geben. Und jetzt werden wir uns gleich von innen anschauen. So, was fällt mir als erstes auf? Es ist gleich schön warm. Das ist eine der Besonderheiten beim E-Citan. Es gibt die Möglichkeit, dass man das Auto, die Fahrerkabine schon vorheizt, während es an der Stromversorgung hängt. Einfach, dass man Strom spart und es nutzt, während es angesteckt ist und nicht nachher erst die Fahrerkabine aufheizen muss. Auch wieder sehr ausgefallen. Touch-Display vermittelt einfach gar nicht, als würde man da in einem Firmenauto sitzen, sondern eher, als würde ich in meinem Privatfahrzeug sitzen, was natürlich auch für den Handwerker das Bedienen und auch den Fahrkomfort um einiges erhöht. So, falls man mal losfahren möchte und vergisst, dass man noch angesteckt ist, gibt's die Warnung vorne am Display, wo auch steht, dass das Ladekabel noch verbunden ist. Und genau das werden wir jetzt machen, das Ladekabel lösen und dann geht's los. So, ich sitze jetzt das erste Mal im E-Citan und habe die erste Möglichkeit, ihn jetzt zu fahren. Wir sind auf einer Landstraße unterwegs, ein Automatikgetriebe. Also das ist was natürlich das Fahren, vor allem am Berg, wo man doch immer wieder einmal gezwungen ist, bergauf anzuhalten. Das Anfahren ist natürlich viel angenehmer im Vergleich zu einem Schaltgetriebe, muss ich sagen. Ist schon sehr lustig zum Fahren. Auch in den Kurven fährt sich das Auto eigentlich viel mehr wie ein normales Fahrzeug und nicht wie ein Kastenwagen. Durch den niedrigen Schwerpunkt der Batterie, die ja unterm Sitz und unter der Ladefläche sitzt, hat man eigentlich gar nicht das Gefühl, mit einem Kastenwagen zu fahren. Und ja, dann kommt halt noch das Interieur dazu, Lenkrad und die Sachen. Also ich fühle mich nicht wie am Weg in die Arbeit. Wir haben herausgefunden, es gibt auch noch einen weiteren Rekuperationsmodus. Da bremst das Auto noch einmal stärker mit. Und ich schätze mal, die Rückgewinnung wird dadurch auch noch einmal stärker sein, wie ich auch da am Display sehe. Also durch das, dass das Auto selbstständig mit abbremst und die Energie dann auch wieder rückgewinnt, kann ich sicher an der Reichweite noch einmal einiges hinausholen und mir so viel einsparen. Formel E gewinnst damit zwar nicht, aber ordentlich Power hat er trotzdem. Und zwar 90 kW Peak, was genauso viel ist wie 69 mal die Maschine. Der sicher interessanteste Punkt für Handwerker ist die Beladung des Fahrzeugs. Wir haben 180 Grad Flügeltüren, damit auch das Einladen von größeren Dingen kein Problem ist. Wo wir schon beim Thema größere Dinge sind, wir können weiterhin wie beim Verbrenner 2-Euro-Paletten einladen. Warum ist es so? Aufgrund der Batterien im Unterboden des Fahrzeugs haben wir keine Einbußen, was den Platz hinten in der Ladefläche angeht. Und die maximal zulässige Beladung sind 544 Kilogramm. Für das brauche ich die 21,8 Leerling und das ist auch nicht mehr so billig. Und sollten die 544 Kilogramm einmal doch nicht mehr reichen, kann man mit Hilfe der Anhängevorrichtung noch einmal zusätzlich 1450 Kilogramm beladen, was insgesamt knapp 2 Tonnen bei dem Transporter ausmacht. So. Eins möchte ich mir natürlich noch anschauen und das ist das Display und was sich so dahinter verbirgt. Jeder, der schon einmal in einem neueren Mercedes-Benz Modell gesessen ist, dem wird MBUX ein Begriff sein. Neben den klassischen Einstellungen wie Telefon, Radio, diverse Apps gibt es natürlich auch die Einstellungen rund ums Fahrzeug. Da kriegen wir zum Beispiel angezeigt, welche Assistenzsysteme haben wir zur Verfügung und welches macht was genau. Wir können uns Kameraeinstellungen anschauen, die Türen von da automatisch verriegeln, also die hinteren. Ich glaube, für uns das Interessanteste
ist das E. Da kriegen wir nämlich die Einstellungen unseres E-Fahrzeugs. Wir sehen, was für einen Verbrauch haben wir gehabt, durch was ist der Verbrauch zustande gekommen, wie viel durchs Fahren, was haben Heizen und Kühlen ausgemacht. Ich muss das Auto jetzt leider wieder zurückbringen. Zuerst machen wir aber noch eine kleine Stadtrundfahrt. Wie soll es anders sein? Als Kundendiensttechniker braucht man leider das Navigationssystem immer einmal wieder. Und das werde ich mir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Ein nettes Feature, was ich gerade sehe, E-Tankstellen in der Umgebung kriegt man schon direkt auf der Karte angezeigt. Man braucht sie nicht mehr extra suchen. Finde ich, ist ein sehr nettes Feature. Und ja, ich hätte gesagt, wir starten jetzt und fahren los. Eine häufig gestellte Frage in Verbindung zu Elektroautos ist natürlich immer, wie funktioniert das im Winter mit der Heizung? Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist einmal punktuell das beheizen, wo man es gerne warm haben möchte, so wie in dem Fall die Lenkradheizung, damit man die kalten Finger vermeidet und sie da schon einmal anwärmen kann. Dann gibt's noch die Windschutzscheibenheizung und auch die Wärmepumpe. Wie funktioniert das mit der Wärmepumpe? Die Wärme und Energie, die von den Akkus und Batterien abgegeben wird, wird genutzt und in die Fahrerkabine umgeleitet. So spart man sich dort zusätzliche Energie und Reichweite, sage ich einmal. Und vielleicht kennt ihr euch auch noch ans Pre-Conditioning am Anfang erinnern, wo man noch direkt die Energie von der Ladesäule, also während das Auto noch angesteckt ist, nutzt und so die Fahrerkabine schon einmal vorheizt, bevor man überhaupt einsteigt. Eins dürfen wir am Ende des Tages natürlich nicht vergessen und das ist das Laden. Der Ladeanschluss verbirgt sich hier hinterm Mercedes-Stern. Ein kleines Klapperl zum Öffnen und dann können wir das Auto auch schon anstecken. Geladen kann entweder AC oder DC werden. Auch Schnellladen ist möglich. Im Normalfall soll das Auto natürlich nicht bei einem Autohaus aufgeladen werden, sondern am Abend nach der Arbeit bei euch daheim, sodass ihr am nächsten Tag wieder frisch und aufgeladen in den Tag starten könnt. Heute haben wir uns angeschaut, wie ich den E-Citan in meinen Alltag als Handwerker integrieren könnte. Wir haben gesehen, ich habe keine Einbußen, was den Platz im Laderaum angeht. Wir können gleich viel beladen wie im normalen Citan, bis zu 544 Kilogramm. Sollte das nicht reichen, gibt's immer noch die Option bis zu 1,5 Tonnen auf der Anhängekupplung. Zusätzlich zu beladen, hat das Auto genug Leistung dafür? Ja, haben wir auch gesehen. 90 kW Peak reichen, um den Anhänger zu ziehen. Wie viel Reichweite hat das Auto allgemein? Bis zu 284 Kilometer. Und einige smarte Features, wie zum Beispiel die Lenkradheizung, wird uns auch geholfen, diese Reichweite wirklich so weit wie möglich auszukosten. Was ist mein Fazit vom heutigen Tag? Ein super Auto. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, ihn zu fahren. Und es ist definitiv eine Überlegung wert, die Firma irgendwann auf Elektroautos umzustellen.